Hallo zusammen und willkommen auf Gedankenfrei. Heute geht es mir in dem Video um mein Hobby, und zwar um die Reinigung des Fluval FX6 Aquarienfilters. Wie reinige ich diesen Filter? Wie schließe ich diesen Filter an? Was muss ich beachten? Mit was ist dieser Filter bei mir bestückt, dieser Fluval FX6 Filter? Der Filter sorgt bei mir für klares Wasser bei meiner Malawi-Buntbarsche im Malawi-Becken. Wird zusätzlich noch gefiltert mit einem Hamburger Mattenfilter für den Sauerstoffeintrag im Wasser. Und eben, wie gesagt, mit diesem Fluval FX6 Riesenkanisterfilter, der wo tatsächlich eine Riesenleistung bringt und einen Wasserdurchfluss, das ist ein Wahnsinn. Gut, als erstes natürlich bei der Reinigung wichtig, vom Stromnetz trennen das Ganze. Dann muss ich jetzt ein bisschen wackeln. So, jetzt ist er ausgeschaltet. Dann ganz wichtig, die Absperrhähne, die riesengroßen, schließen. Beide. Zulauf zum Aquarium und vom Aquarium zum Filter. Dann nimmt man sich am besten, lasse ich jetzt mal hier ganz kurz alleine bei dem Filter, nimmt man sich am besten nämlich ein Tuch. Das ist leider so eine kleine Fehlkonstruktion bei diesem Fluvalfilter, bei dem FX6, genauso wie beim FX5. Und zwar, wenn man die Absperrventile dieses Filters schließt und die dann versucht abzunehmen, kommt dann nämlich immer so etwas Wasser raus, sagen wir es mal so. Das ist nicht sehr angenehm. Ja, genau, das ist nämlich das Problem, dass immer, wenn man das abnimmt, macht flupp und schon hat man die Sauerei da, wie man sieht. Also bitte, wenn ihr das im Aquarium-Unterschrank stehen habt oder auch neben dem Aquarium diesen Filter, diesen Fluval, dann bitte vorsichtig sein, weil, ja, wie man sieht, hat man da immer eine Riesensauerei, wenn man diese Ventile hier abnimmt. Wenn man die Möglichkeit hat, man könnte den Filter natürlich auch vorher entleeren. Da ist da unten ein Entleerungsventil vorhanden. Da braucht man allerdings einen Schlauch dann, dass man den entleeren kann. Sonst ist der auch doch etwas schwer. Aber jetzt gehen wir mal raus und den den Filter reinigen, dann zeige ich euch das. Ja, wer das Ganze im Haus machen muss, sollte natürlich dementsprechend in der Badewanne das machen. Und man sieht, über dieses Entleerungsventil kann man den Filter jetzt ablassen. Und dann kann man oben die Schrauben lösen. So, und so schaut dieser Filter von innen aus. Was super praktisch ist bei dem Filter, man kann hier diese kompletten Filterkörbe entnehmen.
So, und zum Aufbau, der Unterschied zwischen dem Flufal FX5 und dem FX6 ist eigentlich nur, dass der FX5 2 Filterkörbe hat und der FX6 hat 3 Filterkörbe. So, kann man die Klammern entfernen und dann kann man diese Filterkörbe Stück für Stück auseinandernehmen. Ja, zum Reinigen brauche ich nicht so viel erklären. Diese Schwämme sind einzeln zum Entnehmen. Diese Mittelboxen sind auch einzeln zu entnehmen. Man sieht, der ist jetzt seit ein halbes Jahr ungefähr im Betrieb gewesen, ohne dass man sauber macht. Und da hat sich doch einiges an Dreck angesammelt. Bei mir ist da drin Siporax, diese Keramikröllchen oder Sinterglasröllchen sind es ja. Bitte nur ganz vorsichtig so ausspülen, da diese Sinterglasröllchen die ganzen Filterbakterien sonst verlieren, die zerstören wir sonst damit. Also nur oberflächlich ausspülen. Die Filterschwämme, die kann man richtig sauber machen. Die sollte man auch richtig sauber machen. Wenn ihr euch übrigens fragt, wie lange oder warum ist der jetzt so sehr dreckig, der Filter ist jetzt über ein halbes Jahr gelaufen und habe ihn nicht einmal sauber machen müssen. Ja, nachdem das jetzt alles ordentlich sauber ist, gehen wir jetzt den umgekehrten Weg.
Wir haben hier Siporax Mini, dann Siporax, dann haben wir die Schaumstoffkeile Nummer 1, Nummer 2, dann haben wir die erste Stufe unten, den dünnen Schaumstoff, darauf Siporax und natürlich selbstverständlich auch wieder die Schaumstoffkeile. So, das ist die erste Stufe. Die zweite haben wir gerade schon vorbereitet gehabt. Die dritte und letzte Stufe, Schaumstoffkeile. Schaumstoff. Und obendrauf nochmal Schaumstoff. Jetzt setzen wir die drei wieder zusammen. Und dann aufpassen, da ist so eine Biegung drin, dass man die auch richtig wieder da zusammensetzt. So, die Rundung muss zu der Rundung da passen. Dann kann man das so nehmen und wieder in den Filter setzen, das Ganze. Spülen wir das auch noch schnell aus, den Deckel. So, und dann vorsichtig wieder zusammensetzen. Aufpassen, dass der Dichtungsring vorhanden ist und der Deckel muss ganz leicht da drauf gehen. Wenn das nicht geht, dann stimmt irgendwas nicht. Wie man sieht, der geht leicht drauf. Ja. Hakt's da rum. Geht ohne Probleme. So. Und dann wieder festschrauben. Das Ventil natürlich wieder schließen vorher, dann den Deckel drauf. Ja, und das war es jetzt zur Reinigung erstmal. Jetzt gehen wir wieder rein und dann schließen wir den Filter wieder an. Ja, jetzt haben wir den Filter wieder im Aquarienunterschrank. Dann können wir den auch wieder anschließen, diesen Filter.
benötigen wir bei diesem Flufal FX6 und FX5 ist alles super beschrieben. Out steht für Ausgang zum Aquarium. Anschließend schauen, dass das wieder ganz fest drauf sitzt auf der Halterung. Eingang, das gleiche Spiel. Es muss auf alle Fälle hörbar einrasten und dann die Ventile öffnen und dann befüllt sich der Filter wieder. Man kann natürlich vorher den Filter mit der Gießkanne befüllen oder mit Wasserschlauch, wenn man möchte. Ist aber eigentlich nicht nötig. Und wie gesagt, bei dem Filter, bei dem Flufal FX6, FX5, Außenfilter, Kanisterfilter, ist es bei mir zumindest so, dass alle halbe Jahr, also alle 6 Monate, aber der würde mit Sicherheit 8 oder 10 Monate Standzeit gut verkraften, dieser Filter. Die Reinigung eines Filters ist grundsätzlich fast bei jedem Filter identisch. Wenn man Siporax verwendet, dieses Siporax nur vorsichtig, am besten natürlich mit Aquarienwasser durchspülen, um zu verhindern, dass die Bakterien absterben. So, das Gute natürlich bei dem Flufal FX6 und FX5 ist es so, der läuft elektronisch und entlüftet sich auch elektronisch. Also nicht erschrecken, wenn der Filter auf einmal komplett aus ist, dann ist der Filter nicht kaputt, sondern dann entlüftet er nur. Ja, soviel zum Thema Flufal FX6, Aquariumfilter reinigen, Aquariumfilter bestücken. Welche Materialien verwende ich im Aquariumfilter? Und ja, wieder mal ein anderes Video außer Autos, weil, wie ich schon öfters gesagt habe, Aquaristik gehört auch zu meinen Hobbys. Das sind die schönen Malawi-Buntbarsche. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, wenn euch Videos über Fahrzeuge, Autos interessieren, schaut euch meine Playlists an, Cars and More. Ich habe auch eine Playlist Tipps und Tricks, wo ich Dinge, Haushaltskniffe euch zeige. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch mein Kanal gefällt, gedankenfrei, dann würde es mich freuen, wenn ihr abonniert, Glocke drücken, ganz, ganz wichtig, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr Kommentare abgeben möchtet, wenn euch irgendwas dazu einfällt, jetzt insbesondere hier zu diesem Filter reinigen, dann lasst es mich wissen. Daumen hoch würde mich freuen. In diesem Sinne, Servus zusammen, bis zum nächsten Video.